Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Lisa und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist ein wunderschöner Tag bei uns in Berlin. Die Sonne scheint und ich sitze hier mit einer Tasse Tee in meinem kleinen Studio. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Tag, egal wo auf der Welt ihr gerade seid und mir zuhört. Übrigens, falls ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche immer auf eure Wünsche einzugehen und Themen auszuwählen, die für euch interessant und nützlich sind. Wenn du dein Deutsch auf das nächste Level bringen möchtest, dann schaue auf meinem Patreon vorbei. Dort findest du Transkripte, Vokabeln, Übungen und vieles mehr zu den aktuellsten Podcasts. Der Link dazu ist in der Beschreibung. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Deutsch lernen. Ja, genau das, was ihr gerade tut, indem ihr diesen Podcast hört. Viele von euch haben mir geschrieben und nach Tipps gefragt, wie man am besten Deutsch lernen kann. Was sind gute Lernstrategien? Welche Hilfsmittel gibt es? Diese Fragen möchte ich heute beantworten. Ich teile meine Erfahrungen als Deutschlehrerin mit euch und gebe euch praktische Tipps, die ihr sofort umsetzen könnt. Auch wenn jeder Mensch anders lernt, gibt es einige Strategien, die fast allen helfen können. Aber zuerst schauen wir uns wichtige Vokabeln an, die zum Thema Deutsch lernen gehören. Jetzt möchte ich euch einige wichtige Vokabeln zum Thema Deutsch lernen vorstellen. Diese Wörter werden euch helfen, über euren Lernprozess zu sprechen. Das erste wichtige Wort ist der Sprachkurs. Ein Sprachkurs ist ein Unterricht, in dem man eine Sprache lernt, meistens in einer Gruppe mit anderen Lernenden und einem Lehrer oder einer Lehrerin. Zum Beispiel, ich besuche 2-mal pro Woche einen Sprachkurs. Viele von euch nehmen vielleicht an einem Sprachkurs teil, wo ihr regelmäßig Deutsch lernt und üben könnt. Das nächste Wort ist die Aussprache. Die Aussprache beschreibt, wie man die Wörter einer Sprache richtig spricht, also welche Laute man macht und wie man betont. Ein Beispielsatz dazu: Die Aussprache von deutschen Umlauten ist für viele Lernende schwierig. Ja, die deutsche Aussprache kann manchmal eine Herausforderung sein, besonders diese speziellen Laute, die es in vielen anderen Sprachen nicht gibt. Ein weiteres wichtiges Wort ist der Wortschatz. Der Wortschatz bedeutet alle Wörter, die man in einer Sprache kennt und benutzen kann. Um eine Zeitung lesen zu können, braucht man einen großen Wortschatz. Dann haben wir die Grammatik. Die Grammatik umfasst die Regeln einer Sprache, wie man Sätze bildet, Verben konjugiert und so weiter. Die deutsche Grammatik mit ihren 4 Fällen ist nicht einfach zu lernen. Das Verb üben ist auch sehr wichtig. Üben bedeutet, etwas immer wieder zu machen, um besser zu werden. Man muss jeden Tag ein bisschen Deutsch üben, um besser zu werden. Dann kommt das Sprachniveau. Das Sprachniveau beschreibt, wie gut man eine Sprache spricht, von Anfänger bis Experte, oft mit Bezeichnungen wie A1 oder B1. Mein Sprachniveau in Deutsch ist jetzt B1, aber ich möchte C1 erreichen. Wichtig ist auch der Muttersprachler oder die Muttersprachlerin. Das ist eine Person, die eine Sprache von Kindheit an gelernt hat und sie als ihre Hauptsprache spricht. Mein Tandempartner ist Muttersprachler und korrigiert meine Fehler. Das Wort, die Lernmethode, beschreibt die Art und Weise, wie man lernt. Also welche Techniken und Strategien man nutzt. Jeder muss die Lernmethode finden, die am besten zu ihm passt.
Ein motivierendes Wort ist der Fortschritt. Der Fortschritt ist die Verbesserung oder Weiterentwicklung, die man mit der Zeit erreicht. Nach einem Jahr Deutsch lernen kann ich schon einen deutlichen Fortschritt erkennen. Und schließlich das Hörverstehen. Das Hörverstehen ist die Fähigkeit, gesprochene Sprache zu verstehen. Podcasts zu hören verbessert dein Hörverstehen sehr effektiv. Genau deshalb ist dieser Podcast so nützlich für euch. Ihr trainiert euer Hörverstehen, während ihr mir zuhört. So, jetzt haben wir einige wichtige Vokabeln kennengelernt. Sprechen wir nun darüber, wie man am besten Deutsch lernen kann. Zuerst möchte ich sagen, es gibt keinen perfekten Weg, eine Sprache zu lernen. Jeder Mensch ist anders und lernt anders. Manche lernen besser durch Hören, andere durch Lesen oder Schreiben. Daher ist es wichtig, dass ihr verschiedene Methoden ausprobiert und herausfindet, was für euch am besten funktioniert. Ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder betone, ist die Regelmäßigkeit. Es ist besser, jeden Tag 30 Minuten Deutsch zu lernen, als einmal pro Woche 3 Stunden. Unser Gehirn speichert Informationen besser, wenn wir sie regelmäßig wiederholen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass ihr keine Angst vor Fehlern haben solltet. Fehler sind ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Jeder, der eine Sprache lernt, macht Fehler. Das ist völlig normal und sogar wichtig. Denn aus Fehlern lernen wir am meisten. Also traut euch zu sprechen, auch wenn ihr wisst, dass ihr noch nicht perfekt seid. Was auch sehr hilfreich ist, sucht euch Lernpartner oder Lerngruppen. Zusammen lernen macht nicht nur mehr Spaß, sondern ihr könnt euch auch gegenseitig motivieren und helfen. Vielleicht gibt es in eurer Stadt einen Ort für Deutschlernende oder eine Online-Community, der ihr beitreten könnt. Nutzt verschiedene Medien zum Lernen. Bücher, Apps, Podcasts wie diesen, YouTube-Videos, deutsche Filme mit Untertiteln. Es gibt so viele Möglichkeiten. Durch die Vielfalt bleibt das Lernen interessant und ihr trainiert verschiedene Fähigkeiten. Ein Tipp, den viele meiner Schüler sehr nützlich finden: Führt ein Lerntagebuch. Schreibt auf, was ihr gelernt habt, welche neuen Wörter ihr kennengelernt habt und was ihr noch üben möchtet. So seht ihr euren Fortschritt und bleibt motiviert. Apropos Motivation. Es ist normal, dass die Motivation manchmal nachlässt. An manchen Tagen hat man einfach keine Lust zu lernen. Und das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass ihr nicht aufgebt. Erinnert euch immer wieder daran, warum ihr Deutsch lernen wollt. Was ist euer Ziel? Vielleicht wollt ihr in Deutschland studieren, arbeiten oder einfach auf Deutsch mit Freunden sprechen können. Haltet euch dieses Ziel vor Augen. Wenn du dein Deutsch auf das nächste Level bringen möchtest, dann schaue auf meinem Patreon vorbei. Dort findest du Transkripte, Vokabeln, Übungen und vieles mehr zu den aktuellsten Podcasts. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ein weiterer praktischer Tipp: Integriert Deutsch in euren Alltag. Stellt euer Handy oder eure Social-Media-Accounts auf Deutsch um. Hört deutsche Musik, kocht nach deutschen Rezepten oder schreibt eure Einkaufsliste auf Deutsch. So lernt ihr ganz nebenbei. Und schließlich mein letzter, aber vielleicht wichtigster Rat: Habt Spaß beim Lernen. Sprachenlernen sollte Freude machen. Sucht euch Themen, die euch interessieren, und lernt Deutsch anhand dieser Themen. Wenn ihr gerne kocht, lest deutsche Kochbücher. Wenn ihr euch für Fußball interessiert, schaut deutsche Fußballspiele oder lest Sportberichte. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war meine Folge zum Thema Deutsch lernen.
Ich hoffe, dass meine Tipps und Ideen euch helfen werden. Wie immer gilt, bleibt dran, übt regelmäßig und habt Spaß dabei. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, und eine Sprache lernt man nicht über Nacht. Wenn du dein Deutsch auf das nächste Level bringen möchtest, dann schaue auf meinem Patreon vorbei. Dort findest du Transkripte, Vokabeln, Übungen und vieles mehr zu den aktuellsten Podcasts. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Aber mit Geduld und Ausdauer werdet ihr eure Ziele erreichen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und viel Erfolg beim Deutschlernen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung oder einen Kommentar. Tschüss und bis zum nächsten Mal.